Ja, also ich finde es toll, dass das hier stattfindet in der Charité. Das ist sicher ein großer Schritt, oder? Die Akzeptanz auch dieser Thematik an einer Uniklinik, das ist ein großer Schritt. Was ich dann noch gespannt bin bis am Schluss, ist natürlich ein sehr weit gespanntes Feld von Therapie über Prävention, und da weiß ich nicht genau, ob das Publikum sich da überall gleich angesprochen fühlt, oder? Ich finde es toll, einfach die Traditionen zu spüren. Jetzt war ich noch im kleinen Hörsaal drüben, das ist schon schön. Ich hoffe, dass das irgendwie nicht ganz untergeht, oder? Man sieht, ich weiß nicht, ob das alles noch renoviert wird. Wenn man dann dahinter die Charité, das Bettenhochhaus sieht, dann sieht man den Wandel in der Medizin, finde ich auch, ja. Ja, also es geht um den Einsatz bewusstseinsverändernder Substanzen in der Psychotherapie. Also man muss sich vorstellen, von mir aus gesehen, es geht um eine Psychotherapie, und für diese Psychotherapie werden Substanzen eingesetzt, die die Psychotherapie vertiefen, verbessern, den Outcome verbessern können. Das ist von mir aus der Grundgedanke, denke ich. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die europäische Sichtweise der Psychedelic Medicine. Man könnte auch sagen, ja, diese Substanzen selbst haben eine heilende Wirkung. Man nimmt die einfach und wird von irgendwelchen Leiden geheilt. Das ist eine andere Sichtweise. Ich sehe sie mehr als Helfer für eine Psychotherapie, Helfersubstanzen. Also grundsätzlich würde ich mal sagen nichts, aber ich bin für Methodenvielfalt. Ich glaube, es ist leichter möglich, mit diesen Substanzen schnell in einen intensiven, auch therapeutischen Bezug zu kommen. Also ich glaube, die Kontakt- und Beziehungsaufnahme zwischen Patient und Therapeut ist irgendwie schneller und intensiver. Und auch der Kontakt der Patient zu sich selber ist schneller. Das heißt nicht, dass die ganze Therapie dann irgendwie schneller geht. Es ist nicht so eine Instant-Methode oder Speed-up-Therapie, das glaube ich nicht. Aber vielleicht gerade, ich habe ja das mit Krebspatienten gemacht, und dort ist halt der Zeitfaktor insofern wichtig, dass diese Patienten, die haben nicht mehr so eine große Lebensspanne vor sich, also sie sind schon auch interessiert an einer Methode, die irgendwie schnell zu den wichtigen Themen vordringt, und das, glaube ich, ist ein Vorteil dieser Methode. Und dann, was wir ja immer wieder erleben, ist, dass die Menschen haben tiefgreifende spirituelle Erfahrungen, und das ist ja etwas, das so über die Therapie hinausgeht. Das ist auch, ja, wie soll ich sagen, das ist ein gutes Plus, oder? Es ist nicht so, dass ich auf das abziele und dass ich sage, das ist das Notwendige, es geht nur so, aber wenn jemand natürlich so eine tiefgreifende Verbundenheitserfahrung macht, das ist schon eine sehr wertvolle Erfahrung, und dann ist das willkommen auch für eine Therapie. Ich habe gar kürzlich über das Wort Renaissance nachgedacht. Ja, ich weiß nicht so recht. Also es ist ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, natürlich hat sich vieles auch positiv verändert in den letzten Jahren. Das Interesse ist gewachsen, die Hürden. Ich meine, vor 10 Jahren, als ich diese Studie gemacht habe, da war die größte Hürde die Frage, bewilligen die Behörden das? Das ist heute eigentlich nicht mehr so ein Thema, die Behörden bewilligen das. Jetzt ist mehr die Frage, wo kriegen die das Geld her? Und dann ist das eigentlich die Frage aller Forschung, oder? Alle Forschung fragt sich, ja, wo kriegen die das Geld her? Also ich glaube, das normalisiert sich. Aber bis wir dort sind, dass diese Substanzen und diese Methode eine gängige Methode in der psychotherapeutischen Vielfalt sein wird, das geht noch lange. Die nächsten Schritte sind eine Intensivierung der Forschung, auch der therapeutischen Forschung, und dann vor allem auch Ausbildung von der nächsten Generation von Therapeuten oder Personal für Forschungsunterfangen. Weil ich glaube, es braucht auch es braucht nicht nur die intellektuelle Auseinandersetzung damit, es braucht wirklich auch Ausbildung. Ich meine, es braucht auch Selbsterfahrung. Legale Selbsterfahrung, von der man dann eben reden kann, oder? Ich weiß es noch nicht. Also ich meine, ich kenne Henrik Jungaberle, ja, und ich verstehe sein Bemühen, das irgendwie so unter ein Dach zu spannen. Aber wenn ich so an den Vorträgen bin, dann sind natürlich viele Vorträge nicht relevant für meinen Alltag. Und umgekehrt ja sicher auch, oder? Für Präventionsfachleute ist das, was ich tue, das hat ja nichts mit Prävention zu tun.
Vielleicht ist der Spagat zu groß, aber spricht ja nicht dagegen, dass sich dann Mind irgendwie in verschiedene Sektionen unterteilt, die halt je einzelne Ziele verfolgen. Ich meine, das Bemühen, diese Substanzen einfach als als ein Gesamtpaket zu sehen, das verschiedene Facetten hat, finde ich nachvollziehbar. Ja. Nein, also so ganz spontan zustimmen tue ich nicht, weil ich wenn ich als Therapeut spreche, dann habe ich eigentlich nichts mit den Schattenseiten des Gebrauchs zu tun. Ich sage auch nicht, ich bin nicht ein Legalisierungspolitiker oder so. Ich versuche als Arzt, diese Substanzen für die Psychotherapie zu gewinnen. Da würde ich natürlich auch Suchtpatienten behandeln, aber ich finde, es ist nicht eine Therapie, die speziell für Suchtabhängige geeignet ist. Sie hat ein viel weiteres Spektrum. Deswegen finde ich diesen Link nicht so zwingend. Nein. Okay.